Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wir sind Laura und Theresa, Deutsch-Muttersprachlerinnen und Deutschlehrerinnen. Und heute spielen wir ein Spiel. Ich habe ein Spiel vorbereitet. Laura weiß noch nicht, was sie erwartet. Aber es geht grob gesagt um Synonyme, also Wortschatz. Genau, wenn dich das interessiert, dann bleib gerne dran. Und wir starten direkt. Let's go. Okay, Laura, also pass auf. Ich sag dir jetzt gleich ein Verb und du nennst mir innerhalb kürzester Zeit so viele Synonyme, wie dir einfallen. Okay, und dann sprechen wir über die ja meistens sehr feinen Unterschiede dazwischen. Okay. Ich starte mal mit einem ganz einfachen Verb, würde ich sagen. Und zwar sagen. Okay. Sagen. Welche Synonyme fallen dir ein? Und go. Erzählen, berichten, äußern, mitteilen, cool. Informieren. Okay, warte, es gibt so viele, dass ich nicht weiß, wo ich anfangen soll. Okay, passt, reicht erstmal. Wir können ja mal über die sprechen, die du jetzt genannt hast. Also einmal statt sagen, erzählen. Wann verwendest du erzählen? Also erzählen verwende ich eigentlich, wenn ich mehr sagen möchte als jetzt nur einen Satz. So, also zum Beispiel, ich erzähle, was ich im Urlaub erlebt habe. Oder ich erzähle ausführlich, wie mein letztes Wochenende war. Ja, genau. Also immer, wenn man eine kleine Geschichte erzählt im Prinzip, oder? Genau. Also, genau. Okay, dann hattest du noch mitteilen. Was ist mitteilen? Mitteilen ist ein bisschen neutraler. Also ohne, wenn man irgendwas ohne Gefühle jemandem sagt. Zum Beispiel, du schreibst eine E-Mail an deinen Chef und sagst, ich bin leider krank, bitte entschuldigen Sie. Tschüss. Genau, so, ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich krank bin zum Beispiel. Ist ja im Prinzip auch das Gleiche wie informieren, würde ich sagen. Jemanden informieren oder etwas mitteilen. In der Regel macht man das neutral, also auf professioneller Ebene, würde ich sagen. Ich wollte gerade sagen, dass das schon eher ein formales Verb ist, also im formalen Kontext. Ja. Dann hattest du noch berichten. Ja, genau. Berichten ist ähnlich wie erzählen, aber auch da würde ich sagen, ist es formeller. Also es gibt ja auch die Textsorte, ein Bericht, wenn man zum Beispiel in der Zeitung den Polizeibericht liest oder so. Auch da wird ohne Emotion etwas erzählt, aber eben wieder aus einer neutralen Perspektive, also ohne, dass du irgendwie deine eigene Meinung mit reinbringst. Genau, also dass quasi Fakten geschrieben werden oder so. Das ist dann zum Beispiel ein Bericht in der Zeitung. Genau. Was hattest du noch? Ich kenne noch eins. Verkünden. Was ist das? Verkünden, meistens im Zusammenhang mit Neuigkeiten. Also wenn irgendwas Neues, Spannendes passiert ist, dann möchte man das verkünden, also in die Welt herausschreien. Ja, genau. Also halt einfach an die Öffentlichkeit bringen. Ja. Das kann zum Beispiel sein, keine Ahnung, wenn ein neuer Präsident gewählt wurde oder wenn meine Freundin ein Baby bekommt oder so, dann verkündet man diese Neuigkeiten und oft auch ganz festlich. Also du sagst es nicht so in einem Nebensatz, auch übrigens, sondern man macht es irgendwie zu einer großen Sache. Sehr pompös, sozusagen. Genau. Ja, absolut, super. Okay. Dann machen wir, glaube ich, mit dem nächsten Verb weiter. Und das ist gehen. Gehen, okay. Okay. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten, wie man gehen kann. Welche kennst du? Erstes wäre mir jetzt Schreiten eingefallen. Oh, okay. Ganz spontan. Was ist Schreiten? Schreiten ist, wenn du lange Schritte machst und ganz elegant gehst, würde ich sagen. Das ist ein bisschen wie stolzieren, oder? Stimmt. Ist ja eigentlich ähnlich, ne? Also wenn man sehr stolz, die Brust raus und man geht sehr aufrecht, also nicht so, sondern sehr aufrecht. Ja. Man stolziert. Man ist so, schaut her, ich gehe hier, sehe ich nicht toll aus. Ja, ne? genau. Das ist so stolzieren oder, Genau. wie hast du gesagt? Schreiten. Ja, genau. Schreiten, habe ich gerade gedacht, ist eigentlich auch ein bisschen festlich. Ich habe gerade an ein Paar gedacht, das vielleicht kirchlich heiratet. Dann sagt man, sie schreiten zum Altar. Stimmt. Also mit ihren schönen Kleidern und Anzug und so.
geht man nach vorne zum Altar in einer sehr festlichen Situation. Ja, sehr gut, ja, super. Okay, also schreiten, stolzieren, was noch? Dann habe ich noch an Laufen gedacht, wenn man es umgangssprachlich verwendet. Also viele Menschen verwenden ja Laufen als Synonym zu gehen, im Sinne von zu Fuß gehen. Ja. Also wenn ich dich jetzt frage, sollen wir zum Bus laufen, dann meine ich nicht schnell, sondern ich meine einfach, wir gehen zu Fuß. Ja. Also das ist, glaube ich, regional unterschiedlich, aber viele Menschen verwenden das eben als Synonym für gehen. Ja, voll. Was würdest du dann sagen, wenn du wirklich die Geschwindigkeit meinst? Dann würde ich sagen rennen. Ja, genau. Also dann würde ich sagen, okay, wir müssen rennen, wir müssen uns beeilen, wir müssen sehr schnell machen. Ja, genau. Ja, also laufen, rennen. Wie würdest du die Sportart nennen? Auch laufen, oder? Ja, oder joggen. Ach so, meinst du joggen? Ja. Also wenn ich jetzt im Park jogge oder so, dann sage ich, ich gehe joggen oder ich jogge. Genau, aber ich sage zum Beispiel auch, ich gehe jetzt eine Runde laufen. Ja. Dann ist auch klar, was ich meine, dass man den Sport macht. Genau. Okay, was kennst du noch? Stampfen zum Beispiel. Stampfen, wenn du zum Beispiel wütend bist und wirklich ganz laut gehst. Das machen oft Kinder, die vielleicht irgendwie beleidigt sind, weil die Mama gesagt hat, du musst jetzt dein Zimmer aufräumen. Und dann das Kind, okay, Ja. ich stampfe Aha. ins Zimmer oder so. Aha. Genau. Was ist Schlurfen? Schlurfen. Weil du Kinder gesagt hast, dann fällt mir genau Schlurfen ein. Schlurfen, kann ich mich auch erinnern. Ich weiß nicht, ob das die Mama zu uns gesagt hat oder zu irgendwem. Immer, jetzt heb doch deine Füße, wenn du gehst. Also geh ordentlich und zieh nicht deine Beine über den Boden, sondern mach ordentliche Schritte und schlurfe nicht. Ja. Also, dass man die Beine hebt und ja, ohne Geräusche eigentlich geht. Also wenn du schlurfst, machst du genau das Gegenteil. Es ist laut und du hebst deine Füße nicht. Ich glaube, dass das bei Kindern häufig so ist, weil die Schuhe auch einfach proportional zu diesem Kinderkörper einfach irgendwie zu schwer sind. Ne? Und dann schlurfen diese Kinder und bei jedem Schritt ist es laut. Genau, das ist noch Schlurfen. Ja. Übrigens, es gibt auch Schlürfen. Ja, stimmt. Nicht Was verwechseln. ist Schlürfen? Schlürfen mit Umlaut ist, wenn du etwas trinkst, aber laut trinkst. Ja. Also wenn du einen Kaffee hast und jeder kann hören, aha, da trinkt gerade jemand Kaffee, dann schlürfst du den Kaffee ganz laut. Das macht man super oft mit einem Strohhalm. Ne, wenn du den Kaffee ist schon fast leer und mit dem Strohhalm noch so, dann das ist Schlürfen. Also Schlürfen laut trinken und Schlurfen laut gehen. Verrückt eigentlich. Ha, interessant. Ja, okay. Vielleicht haben wir noch, ja, ich glaube, das war es eigentlich. Flitzen? Ach, Flitzen. Was ist Flitzen? Flitzen ist ganz, ganz schnell rennen eigentlich. Also auch umgangssprachlich, wenn wir wieder sagen, ich muss schnell zum Bus, ich muss mich beeilen, jetzt muss ich aber echt flitzen. Ja. Ja, genau. Voll. Und, oder halt, ja, hast du gerade an das Gleiche gedacht, beim Fußballspiel, an den Flitzer? Nee. Erzähl mal. Okay, ja, stimmt. Okay, also es gibt bei Fußballspielen, vor allem bei großen Fußballspielen, oft das Phänomen, dass Männer denken, sie müssen jetzt nackt also Fans müssen jetzt nackt auf den Fußballrasen laufen, auf das Fußballfeld. Und die nennt man in der Umgangssprache Flitzer. Weil sie so schnell rennen. Weil sie so schnell nackt rennen. Aber übrigens nicht nur Männer, ne? Es gab einige Frauen auch, die dann vielleicht einen Instagram-Kanal gestartet haben oder so, weil sie dann berühmt wurden, weil sie natürlich im Fernsehen gezeigt wurden. Ja. Und deswegen, glaube ich, möchte man auch die Flitzer rausschneiden aus dem Fußballspiel. Die werden ja gar nicht mehr gezeigt. Ja, ne? nicht mehr so viel Aufmerksamkeit kriegen. Okay, na gut, das ist der Flitzer. Okay, dann sprechen wir mal über, was fällt dir denn zum Thema Haus ein? Welche Synonyme gibt es für Haus? Okay, ein Haus. Oder so Wortfeld, ne? Es ist ja nicht immer, also Haus ist ein Haus, so, aber so das Wortfeld Haus, was fällt dir ein? Okay, also zuerst habe ich jetzt an Gebäude gedacht, was ja ganz allgemein eigentlich ist. Also alles, was irgendwie ein Haus ist auch ein Gebäude, würde ich sagen. Ja, doch. Also ich meine, ein Haus ist ein Gebäude, in dem man aber wohnt. Also ich würde sagen, ein Haus ist ja immer
ein Gebäude, in dem Menschen leben. Ja. Also in dem man wohnen kann. Aber andersrum wohnt man nicht immer in einem Gebäude. Also es gibt ja zum Genau. Beispiel Bürogebäude. Es ist ein Haus, in dem Büros sind, aber da arbeitest du nur und wohnst im Normalfall nicht dort. Ja. Normalerweise, ja. Genau. Okay, also Gebäude. Was noch? Dann dachte ich gerade so an Arten von Häusern. Also eine Villa zum Beispiel. Ein großes, luxuriöses Haus. Dann sowas wie ein Hochhaus oder auch Wolkenkratzer. Also sehr hohe Häuser, in Großstädten vor allem. Dann dachte ich an sowas wie ein Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus. Also ein Haus für eine Familie oder mehr Familien. Natürlich auch Wohnung, finde ich, gehört auch dazu, weil nicht jeder hat ein Haus, manche hat eine Wohnung oder in dem Zusammenhang auch Bude. Finde ich auch sehr schön. Stimmt. Eine Bude. Was ist das? Eigentlich ist eine Bude eine sehr, sehr kleine Wohnung oder eigentlich vielleicht auch nur ein Zimmer. Ja. Also ich habe gerade an die Studentenzeit gedacht, da könnte man sagen, ich hatte eine kleine Studentenbude. Ja. Also wo wirklich nur das Nötigste ist, also vielleicht eine Küche und ein Klo und das war's, und ein Schlafzimmer. Ja, das wäre so eine typische Bude, würde ich sagen. Das stimmt. Und wenn du wandern gehst, jetzt vor allem in Süddeutschland zum Beispiel, dann kommst du immer an so kleinen Holzhäuschen vorbei. Wie nennt man die? Das sind Hütten. Ja, genau. Eine Hütte. Die Hütte. Genau. Ja, genau, ein Holzhäuschen meistens in den Bergen. Ja, genau. Da kann man ja auch oft einkehren. Ne? Also man kann dort essen und trinken, Kaiserschmarrn essen und so. Genau, das sind dann auch so Hütten, einfach Oder aus Holz. auch dort schlafen, ne? Wenn du eine lange Wanderung machst. Genau. Stimmt. Stimmt. Genau. Okay, dann haben wir vielleicht noch ein anderes Wort. Aha, zum Beispiel kalt. Welche Kalt. Nuancen gibt es da vielleicht auch? Okay, etwas ist, also zum Beispiel eiskalt oder eisig. Also wenn es wirklich so kalt wie Eis ist es eisig, eiskalt. Was ist, wenn es so 10 Grad hat? Also wenn wir es übers Wetter sprechen, würde ich sagen, es ist mild. Oder beim Wasser würde ich vielleicht sagen, es ist lauwarm. Also es ist jetzt nicht kalt, es ist aber auch nicht warm. Es ist irgendwie so in der Mitte, lauwarm. Das braucht man zum Beispiel oft, wenn man einen Teig macht. Erinnere ich mich gerade, wenn du einen Pizzateig machst, also einen Hefeteig, dann musst du immer lauwarmes Wasser dazugeben. Das Wasser darf nicht zu heiß sein, aber auch nicht zu kalt, sonst reagiert die Hefe nicht. Also das ist dann lauwarm. Ja, genau, Ja. stimmt. Was würdest du sagen, ist frisch? Wenn ich sage, es ist frisch. Frisch, dann ist es nicht so wirklich kalt. Also es kommt natürlich immer darauf an, wie dein Temperaturempfinden ist. Aber frisch kann auch einfach kühle, angenehme Luft irgendwie sein, ohne dass es jetzt 10 Grad minus hat oder so. Genau. Also ich finde auch, dass frisch nicht kalt bedeutet. Also ich denke da zum Beispiel an einen Sommermorgen. Wenn man im Sommer gleich in der Früh in kurzer Hose und T-Shirt rausgeht, dann sagt man, ist noch ein bisschen frisch. Aber man weiß, die Luft ist im Prinzip schon warm. Ne? Also es wird ein heißer Tag zum Beispiel. Genau. Okay, dann würde ich sagen, habe ich noch ein Verb für dich. Schließen wir damit ab. Und zwar das Verb denken. Was fällt dir dazu ein? Denken. Da muss ich mal überlegen. Also überlegen. Ja. Genau, ich denke, ich überlege. Was ist der Unterschied? Was ist Überlegen? Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Denken und Überlegen? Vielleicht ist Überlegen noch mal ein bisschen länger. Ja. Also wir denken ja eigentlich permanent. Also unser Gehirn denkt ja immer im Normalfall. Wenn du überlegst, dann nimmst du dir auch wirklich Zeit dafür. Also du überlegst vielleicht, bevor du eine E-Mail beantwortest, ganz genau, was muss ich jetzt schreiben. Oder wenn du eine Idee für irgendwas suchst, dann musst du auch vorher überlegen und dir ein bisschen länger Gedanken machen. Ich würde sagen, Überlegen ist Nachdenken und nicht Denken. Stimmt. Oder also es ist ja auch so eine Frage der Konstruktion in der deutschen Sprache. Also nur Denken funktioniert ja mit der Präposition
an. Ja, perfekt, sehr gut. Ich denke an Andreas. Ja, guter Lerntipp, genau. Genau, also an mit Akkusativ. Ich denke an dich oder ich denke an unsere schöne Reise oder so. Genau, aber das meint noch nicht, dass man da irgendwie lange Zeit denkt. Nachdenken hingegen ist eben dieses, man macht sich viele Gedanken. Ne? Also nicht nur kurze Zeit, sondern viele Gedanken. Also ich würde sagen, Nachdenken ist gleich wie überlegen. Überlegen. Und Nachdenken kommt mit der Präposition über. Ne? Ich denke über etwas nach, auch mit Akkusativ. Ja, genau. Okay, was hast du noch? Also nachdenken, überlegen. Vielleicht reflektieren. Aha, was ist das? Im Prinzip auch was wie überlegen. Aber ich würde sagen, reflektieren macht man vielleicht besonders am Jahresende, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Also wenn das Jahr zu Ende geht, dann macht man sich Gedanken und überlegt, was war gut, was war nicht so gut. Man reflektiert. Also man blickt nochmal zurück auf alles, was irgendwie passiert ist und versucht daraus was für sich mitzunehmen. Ich wollte gerade sagen, dass Reflektieren ja eigentlich auch wieder Nachdenken ist, aber nicht nur denken, sondern diese Gedanken auch einzuordnen und zu sortieren sozusagen. Richtig. Das ist Reflektieren. Also wie du meintest, was ist gut gelaufen, was nicht, was könnte besser sein und so weiter. Ja. Und daraus Schlüsse ziehen sozusagen. Was hast du noch? Okay, warte, wir haben Nachdenken, Denken, Überlegen. Aha, Grübeln vielleicht. Grübeln. Grübeln, wenn du wirklich, wie kann man das erklären? Wenn du ja eigentlich auch wieder intensiv über was nachdenkst, dann grübelst du. Also du hast, so wie ich gerade, Probleme, irgendwas spontan zu sagen. Du musst gut nachdenken. Und ich finde, es hat schon eine leichte negative Konnotation. Also wenn du ein Mensch bist, der sehr viel grübelst, dann denkst du vielleicht manchmal auch zu viel. Es gibt ja auch das Verb etwas zerdenken. Also wenn du so viel darüber nachdenkst, dass du es dir selbst kaputt machst, sozusagen. Und das verbinde ich so ein bisschen mit Grübeln. Also es muss nicht nur negativ sein, aber ich finde, es hat so eine leichte negative... Ja, stimmt schon, weil jemand, der grübelt, wie du sagst, eigentlich zu viel denkt und lange denkt und so. Ja, also stimmt, zu viel denkst. Okay, sollen wir dann damit abschließen? Da haben wir doch gleich mal eine Frage an die Community. Bist du eine Person, die Sachen zerdenkt, also die zu viel grübelt, die zu viel nachdenkt? Das würde uns sehr interessieren. Dann schreib uns gerne eine Nachricht dazu. Genau. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, Laura, für das Gespräch. Sehr gerne. Danke dir. Sehr gerne. Und dann, bis bald. Genau, bis dann.